useless. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. Wie ihr schon auf meinem Thumbnail sehen konntet, geht es heute um Skill-Kombination. Was bedeutet das? Wir wollen uns anschauen, warum funktionieren Kombinationen von gewissen Skills nicht. Grundsätzlich hier erstmal meine These hierzu. Also, aktive Skills von der gleichen Debuff-Gattung, die wirklich das gleiche reduzieren, die können nicht auf einem Target stacken. Hier mein Beispiel. Wenn ihr auf einem Target mit Konstantin angreift, der eine Attack Reduction von 40%, zudem mit Cao angreift, der auch eine Attack Reduction von 40%, oder auch mit Richard und Hannibal auf ein Target angreift, weil die haben beide eine aktive Damage Reduction, dann ist es so, dass der stärkere Skill zählt, der andere aber nicht. Also, wir greifen unseren Marsch an, dann schaut es wie folgt aus. Konstantin aktiviert seinen Skill, dieser geht insgesamt 5 Sekunden lang. Cao aktiviert auch seinen Skill, dieser geht aber nur 3 Sekunden. Daher wird der als schwächer angesehen und Konstantin seinen Skill würde usen, aber die Attack Reduction von Cao hätte keine Wirkung. Das heißt, da könnt ihr keinen Effekt draus ziehen. Wenn ihr nun mehrere Märsche kombinieren wollt, achtet darauf, dass eure Debuffs in euren Märschen sich nicht gegenseitig ersetzen. Gerade bei so langen Debuffs wie Konstantin, der seine fast dauerhaft raushaut, müsst ihr etwas schauen, dass ihr dann wirklich die Debuffs gut nutzt. Wo wird das wichtig? Sehr wichtig ist das, dass ihr das beispielsweise nutzt, wenn ihr Gebäude swarmt oder in großen Gruppen kämpft. Dort wird es wichtig, dass eure Skills zusammenwirken. Aber jetzt kommt eine wichtige Sache, was ihr noch beachten könnt. Es gibt die Möglichkeit, dass Attack Reduction, Damage Reduction stacken kann. Das heißt, dass sie zusammenarbeiten können. Und wie das jetzt geht, das schauen wir uns jetzt an. Zum Beispiel schauen wir uns jetzt hier die Passive von Guan Yu an. Guan Yu hat auch eine Attack Reduction, genauso wie Konstantin oder Cao. Aber hierbei handelt es sich um einen Passiv-Skill. Und aktive und Passiv-Skills können zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Konstantin angreifen lasst auf ein Target, und Guan Yu seine Passive triggert, dann habt ihr eine Attack Reduction von 70%. Wenn ihr dann noch einen Talent Tree habt, der auch Attack Reduction habt, der kann auch dazu tracken. Wenn ihr hohe Debuffs haben wollt, schaut, dass ihr mit Aktiv, Passiv und Talent Tree Skills zusammenarbeitet. Diese können stacken, aber achtet darauf, dass die aktiven Skills nicht die gleiche Debuff-Gattung haben. Also nicht, dass sie wirklich das exakt gleiche debuffen. Es gibt immer noch Unterschiede wie Attack Reduction ist nicht gleich Damage Reduction. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil dabei wird was anderes debuff. Bei dem einen wirklich nur der Attack, bei dem anderen werden alle Schadensarten, auch Counter Damage und so weiter und so fort debuff. Das ist wichtig zu unterscheiden, aber wirklich die exakt gleichen Debuffs funktionieren nicht zusammen. So, werte Freunde, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen in Bezug auf die Kombination eurer Märsche, die ihr Gebäude swarmt, beispielsweise im Ark of Osiris oder auch in anderen Dingen. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen hierzu haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.